So Leute, es ist wieder soweit, ein neues Video und heute habe ich wieder einiges mit im Gepäck. Zum einen starten wir mit einer kurzen Vorstellung des Normaldepots und die fulminante Entwicklung davon. Danach gehen wir direkt ins Thema BIP und die Auswirkungen auf Aktienkurse. Jeder Anleger sollte wissen, wie das funktioniert, vor allem, weil meiner Meinung nach das BIP der nächste wichtige Indikator sein wird. Und zu guter Letzt ein kleiner Einblick ins Zockerdepot. Also, Leute, ihr wisst ja, jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Lasst uns loslegen. Beginnen wir das heutige Video mit einem kleinen Überblick über das Standarddepot, das momentan unglaublich gut performt. Der erste Wert, AMD, ist mittlerweile mit 21% im Plus, was eine gute Kurssteigerung von 10.000 Euro mit sich bringt. Vor Steuern natürlich. Alphabet hat es wieder in die grüne Zone geschafft und ist gerade knapp 2% im Plus. Amazon ist aktuell mit 15% im Plus, wobei in diesem Quartal einiges für Amazon ansteht, wie die Cyber Week und so weiter, was theoretisch zu guten Umsätzen führen könnte. Auch Apple ist mittlerweile mit beinahe 10% ganz gut dabei. BYD hat leider ordentlich abgebaut, wie alle Autobauer, ist aber dennoch wieder zurück in die grünen Zahlen mit 2,8% im Plus. Meta mit über 10% wird jetzt laufen gelassen. Und Microsoft mit mittlerweile 17% innerhalb von 1,5 Monaten macht eine bemerkenswerte Kurssteigerung. Die zwei Top-Werte in diesem Depot sind aktuell Palantir und Roku. Beide mit einer Kurssteigerung jenseits der 30%. Bei beiden Werten ist mittlerweile ein Trailing Stop gesetzt, sodass beim ersten größeren Rücksetzer die Werte verkauft werden. Da nach einer 47%igen Kurssteigerung, wie es zum Beispiel Roku hinter sich hat, ein Rücksetzer förmlich schreit zu kommen. Südzucker, die Aktienperle, die ich vorgestellt habe, das Video hier oben verlinkt, ist mit 7% ein solider Wert. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Gesamtentwicklung des Depots knapp 10,5% im Plus ist. Die Depotentwicklung bezogen auf dem Kapital, das ins Depot oder das mehr oder weniger im Depot veranlagt ist aktuell 15%. Das führt uns zu einem Buchgewinn von aktuell 52.514 Euro. Wie gesagt, das Depot ist relativ gut gelaufen und ist jetzt nicht unbedingt sinnbildlich für eine normale Entwicklung innerhalb von knapp 1,5 Monaten. Also Leute, lasst uns beginnen, indem wir das BIP definieren. Das BIP, also Bruttoinlandsprodukt, gibt den Gesamtwert aller Waren und Dienstleistungen, die innerhalb eines Landes innerhalb einer bestimmten Zeit erwirtschaftet worden sind. Hierbei ist das BIP ein Barometer für die wirtschaftliche Gesundheit. Sprich, steigt das BIP, ist die Wirtschaft in einer eher guten Ausgangssituation, fällt das BIP, ist die wirtschaftliche Situation im Land eher kritisch zu betrachten. Das BIP kann man auf 3 verschiedene Arten berechnen, mit dem Produktionsansatz, mit dem Einkommensansatz oder dem Ausgabensansatz. Alle 3 Rechenmodelle führen zu einem ähnlichen Ergebnis und sollten den gleichen Wert ergeben. Dabei werden unterschiedliche Sachen berücksichtigt. Beim Produktionsansatz zum Beispiel wird
das BIP bezogen auf die Produktionsseite berechnet. Das bedeutet, alle Werte, die durch Produktion entstehen und Dienstleistungen minus dessen Vorleistungen ergeben das BIP. Beim Einkommensansatz wird die Einkommensseite betrachtet, indem die Summe aller Einkommen ermittelt wird, die durch Produktion von Waren und Dienstleistungen erzielt werden. Und beim Ausgabenansatz wird das BIP ermittelt, indem die Summe aller Ausgaben für Endverbraucher, Investitionen, Staatsausgaben und Nettoexporte ermittelt werden. Alle drei Werte sollten die gleiche Zahl ergeben. Natürlich gibt es leichte Schwankungen, da die Datenquellen oft nicht ganz ideal dafür sind. Nun sehen wir uns die wichtigsten Einflussfaktoren aufs BIP an und wie die Aktienkurse darauf reagieren könnten. Beginnen wir mit dem Wirtschaftswachstum. Wenn das Wirtschaftswachstum steigt, steigt in der Regel auch das BIP, da mehr Waren und Dienstleistungen produziert und verkauft werden. Umgekehrt führt ein Rückgang des Wirtschaftswachstums in der Regel zu einem Rückgang des BIPs, was im Grunde genommen zu fallenden Kursen führen könnte. Grund hierfür ist vor allem Rezessionsängste oder Ähnliches. Ein ähnliches Szenario erleben wir aktuell. Das BIP ist leicht rückläufig, zumindest in manchen europäischen Staaten wie der größten Volkswirtschaft in Europa, Deutschlands. Aber in Amerika ist es aktuell noch am Steigen, was bedeutet, dass auch amerikanische Aktien aktuell besser performen sollten als deutsche. Steigende und fallende Staatsausgaben sind der nächste Punkt, der interessant ist. Steigen Staatsausgaben könnte das BIP erhöht werden, da sich die Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen erhöht. Fallen Staatsausgaben, kann das BIP sinken, da sich die Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen dementsprechend verringert. Steigt jetzt Unternehmensinvestitionen, könnte sich das BIP wiederum erhöhen, weil durch die erhöhten Investitionen die Produktion von Waren und Dienstleistungen angekurbelt werden im Regelfall und dadurch mehr im Umlauf ist, mehr verkauft, exportiert oder sonst irgendwas wird und dadurch steigt natürlich das BIP. Bei fallenden Unternehmensinvestitionen, also wenn Geld quasi zurückgehalten oder aus dem Markt gesaugt wird, könnte das BIP sinken, da sich die Produktion von Waren und Dienstleistungen dadurch im Regelfall kurzfristig oder zumindest mittelfristig drosselt und abschwächen wird. Steigende Produktions- und Herstellungskosten können das BIP senken, da sich die Produktion von Waren und Dienstleistungen verteuert und damit prinzipiell verringert. Fallende Produktions- und Herstellungskosten könnten das BIP jedoch erhöhen, da sie die Produktion von Waren und Dienstleistungen verbilligen und damit wiederum potenziell erhöhen. Bei der Inflation ist das Ganze etwas diffiziler. Bei steigender Inflation kann das nominale BIP erhöht werden, da die Preise steigen, aber sie kann das reale BIP senken, wenn die Kaufkraft der Verbraucher sinkt. Fallende Inflation kann das nominale BIP senken, da die Preise sinken, aber sie kann das reale BIP erhöhen, wenn die Kaufkraft der Verbraucher steigen. So, nun zu den Zinssätzen. Steigende Zinssätze können das BIP reduzieren, da sie die Kosten für Kredite erhöhen und damit die Investitionen und Konsumausgaben verringern können. Fallende Zinssätze sind hier wiederum wie Benzin fürs BIP, was zu einem steigenden BIP führen könnte und die Kreditkosten reduziert und damit Investitionen und Ausgaben von Konsumenten drastisch erhöhen kann. Fassen wir es alles noch einmal etwas kurz zusammen. Im Allgemeinen gibt es eine positive Korrelation zwischen dem BIP-Wachstum und den Aktienkursen.
Wenn das BIP steigt, bedeutet das in der Regel, dass die Wirtschaft steigt oder besser gesagt, dass es der Wirtschaft gut geht und Aktienkurse steigen. Wenn das BIP fällt, ist eine negative Korrelation, was da bedeuten kann, dass die Wirtschaft überhitzt ist und dementsprechend die Zentralbank Zinsen erhöhen kann und dadurch die Gewinne bei den Unternehmen geschmälert werden, was wiederum zu fallenden Kursen führen kann. Aktuell sieht es so aus, wie wenn wir zumindest in Deutschland sich in einer Rezession befinden. Die Rezession bedeutet im Wesentlichen eine Reduktion des BIPs in 2 darauf folgenden Monaten oder Quartalen, besser gesagt, nicht Monaten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das BIP ein wichtiger Faktor für die Aktienkurse ist, aber es ist nicht der einzige. Es ist wichtig, auch andere Wirtschaftsindikatoren und Unternehmen-Fundamentaldaten zu berücksichtigen. Und in Zeiten einer möglichen Rezession ist es besonders wichtig, die Wirtschaftsdaten genau zu beobachten und im Auge zu behalten. Aber was sind die besten Strategien, um in solchen Zeiten nur erfolgreich zu investieren? Im Grunde genommen muss hierfür jeder sein eigenes Rezept finden. Und jetzt noch ganz kurz etwas zum Zockerdepot. Okay, hier zu sehen das Zockerdepot. Es ist gesamt mit 11,44% im Plus. Wobei man dazu sagen muss, dass das Depot etwas gelitten hat. Aufgrund eines Wertes. Es ist ein ETF-Sparplan hinzugekommen. In diesen werden 200 € von diesem Depot jeden Monat übertragen. Das bedeutet, am besten sollte das Depot 200 € irgendwie generieren pro Monat. Das ist relativ viel und sehr ambitioniert. Mal schauen, wie lange es gut geht. Grundsätzlich ist der ETF beziehungsweise die 2 ETFs, auf die wir gleich eingehen werden, gerade 4% im Plus. Hier noch einmal die Übersicht der Einzelwerte. Man kann sehen, dass Diamondback Energy etwas abgebaut hat, aber der größte Verlierer war ON Semiconductor. Und nach Bekanntwerden der Zahlen rutschte der Kurs um 30% nach unten. Das Problem war, der Stop griff in diesem Fall nicht, da das Ganze außerbörslich passierte. Die restlichen Werte sind in einer normalen Schwankungsbreite und entwickeln sich einigermaßen gut. Südzucker mit 2,21% ist leicht im Plus, ARC Resources dagegen im Minus. Wenn ihr das über das BIP spannend gefunden habt, dann würde ich mir dieses Video auf jeden Fall auch noch ansehen. Ich wünsche euch viel Spaß. Ganz wichtig, dieses Video sollte auf keinen Fall eine Anlageberatung sein. Es ist rein als Informationsquelle zu verstehen. Macht eure Fehler selber. Ihr werdet es viel besser machen, als ich es je könnte. Also, seht euch es an und es ist rein informativ.